Was macht dieser Mann mit 5 Monaten Zeit in Island im Nirgendwo? Richtig, er steigt auf einen Berg, um nachzudenken. Suche ich eine neue Aufgabe, eine Herausforderung oder Selbsterkenntnis und Sinn? Ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, ich habe wahrscheinlich zum ersten Mal in meinem Leben keinen Plan. Das ist ein beängstigendes und vollkommen neues Lebensgefühl. Ich möchte mich erst einmal vorstellen. Ich heiße Michael und ich komme aus Berlin und stehe noch immer auf einem Berg im Norden von Island. Für alle, die sich nur für die Insel interessieren, kleiner Tipp, springt einfach ein Kapitel weiter. In diesem Video soll es irgendwann natürlich nur noch um Island gehen. Für alle anderen, die sich vielleicht die Frage stellen, warum reist da jemand 5 Monate durch Island und was hat das mit dieser Planlosigkeit auf sich, versuche ich mich mal an einer Antwort. Ich komme aus einem Land, in dem der Plan alles war. Die Deutsche Demokratische Republik. Wir hatten den 5-Jahresplan, wir hatten die Planwirtschaft und wir sollten uns zu sozialistischen Persönlichkeiten weiterentwickeln, natürlich planmäßig. Danach kam die Marktwirtschaft. Ich habe viel gearbeitet, ich war fleißig, ich war nützlich. Natürlich wieder strukturiert und planmäßig. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass mir das keine Freude mehr macht. Ich habe daher in meinem Leben einen Schalter umgelegt und bin jetzt mit diesem Auto und mit diesem Campinganhänger unterwegs und erlebe zum ziemlich ersten Mal in meinem Leben Freiheit und Planlosigkeit. Das Problem ist jedoch, ich habe Freiheit nie gelernt. Warum erzähle ich euch das? Möglicherweise gibt es noch andere Menschen, die an einem ähnlichen Punkt im Leben stehen oder sich ähnliche Fragen stellen. Kommt da noch was? War es das? Schuldet das Leben mir ein Abenteuer? Schulde ich dem Leben ein Abenteuer? Die Antworten kenne ich nicht. Aber vielleicht bin ich mit dem, was ich hier tue, diesen Menschen entweder ein kleines Stück weit einer Anregung oder, wenn es schief geht, ein mahnendes Beispiel. Das wird die Zukunft zeigen. Ich habe mir hier auf diesem Berg eine Strategie überlegt. Die stelle ich euch gleich vor. Vorab aber erst einmal ein paar Zahlen und Fakten zu Island. Ganz oben im Norden, das ist das gewaltige Grönland. Die Insel im Zentrum ist Island. Unten rechts im Bild im Südosten liegen die Färöerinseln. Da war ich gerade. Island ist umgeben von viel Wasser. Der Dänemarkstraße, der Grönlandsee, dem europäischen Nordmeer und ganz im Süden dem Nordatlantik. Nur 400.000 Menschen leben hier, davon die meisten im Großraum Reykjavik, der Hauptstadt. Island ist der am dünnsten besiedelte Staat Europas. Das isländische Hochland im Zentrum ist nahezu unbewohnt und nur im Sommer zu befahren, möglichst mit Allrad. Auf Island gibt es Vulkane und Gletscher. Der höchste Berg ist über 2000 Meter hoch. Island ist mit 103.000 Quadratkilometern nicht besonders groß. Die Fläche der Insel entspricht in etwa der von Bayern und Baden-Württemberg. Wer Island bereist, fährt in der Regel die sogenannte Ringstraße, die mehr oder weniger parallel zur Küste verläuft. Einmal um die Insel sind es etwa 1300 Kilometer. Die Frage ist nur, fährt man die Ringstraße mit oder gegen den Uhrzeigersinn? Ich habe mich für die Fahrt gegen den Uhrzeigersinn entschieden. Ich werde also einmal um die Insel herumfahren, von Campingplatz zu Campingplatz und bin an jedem Ort 7 bis 14 Tage. Von jedem dieser Orte wird es einen Bericht geben. Ich berichte darin über alles, was mir irgendwie berichtenswert erscheint. Das heißt, ich ersetze den fehlenden Plan
durch ein Filmkonzept. Ob das schlau ist, ob das funktioniert, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich erkennt jeder Psychologe darin eher einen billigen Taschenspielertrick. Mir hilft's erstmal. Ich habe auch schon in meinem ersten Leben Filme gemacht. Was jetzt neu ist, ich arbeite ohne Auftraggeber, ohne Bezahlung und mache Filme nur noch dann, wenn es mir Spaß macht. Bei meiner Reise bin ich jetzt im Nordosten in einer kleinen Gemeinde mit dem Namen Bahkageri. Und diese Gemeinde stelle ich euch jetzt einmal vor. Auf der einen Seite ein Meer von blühenden Alaska-Lupinen, auf der anderen Seite das Nordmeer. Bahkageri ist ein Ort, den man am besten als verschlafen beschreibt. Diese Region heißt Austurland, Ostland und gilt als eine der abgelegensten in ganz Island. Bahkageri hat 99 Einwohner. Man sieht sie zwar nicht, doch es müssen interessante Menschen sein, denn sie fahren schräge Autos und stellen ihre Boote in den Vorgarten. Viel passiert hier nicht, was auch dieses Mahnmal zeigt. Es erinnert an eine Seemine, die hier einmal explodierte. Das war im Zweiten Weltkrieg, also vor 80 Jahren. Und doch lebt der Ort. Es gibt ein Restaurant und einen Einkaufsladen, in dem immerhin frische Produkte angeboten werden. Landestypisch teuer, aber es gibt sie. Der Ort hat ein Gesundheitszentrum, eine Grundschule mit Kindergarten, eine Tankstelle und sogar einen Sportplatz mit Trainingshalle. Und das alles bei nur 99 Einwohnern. Wirklich erstaunlich. Die größte Attraktion von Bahkageri befindet sich in dieser Kirche. Es ist ein Kunstwerk, geschaffen vom bekanntesten Einwohner des Ortes. Der Mann hieß Johannes Sveinsson Kjarval und war Islands berühmtester Maler. Er ist hier in der Gegend geboren, hier aufgewachsen, gestorben ist er vor ca. 50 Jahren. Und in der Kirche hinter mir sieht man sein wohl bekanntestes Bild. Es zeigt die Bergpredigt. Man sieht also, wie Jesus zu seinen Jüngern spricht. Der Maler hat die Situation jedoch sehr isländisch interpretiert. Der Heiland steht also nicht am See Genezareth in Nordisrael, er steht in Island. Auf dem Felsen Alfaborg, den man nahe der Kirche findet. Auch der Hintergrund der Szene stammt aus der Region. Es ist der Gebirgszug Djörfjöll, den man schon auf der Anreise bestaunen kann. Das Umland von Bahkageri ist beeindruckend. Auf der einen Seite liegt das Meer, auf der anderen Seite die Berge. Mich haben vor allem die Rhyolitberge am Ende des Fjords interessiert. Dorthin kann man wandern oder fahren, vorausgesetzt man hat ein Allradauto. Die Straße führt in die Bergwelt der Insel zu einem Weiler, der schon vor Jahrzehnten aufgegeben wurde. Ich finde das sehr interessant und möchte dorthin. Allrad ist auf dieser Strecke Pflicht. Erst im Nachhinein habe ich erfahren, dass der Weg noch gar nicht freigegeben war. Das passiert wohl erst Mitte Juni. Aber ein Ineos und dann auch noch ohne Campinganhänger, da ist doch Schnee kein wirkliches Hindernis.
Doch irgendwann ist Schluss, der Weg verliert sich. Dafür reicht der Blick weit ins Land. Ihr habt also jetzt einen ersten Eindruck, wie es hier aussieht. Damit ihr euch besser orientieren könnt, zeige ich euch jetzt noch einmal eine Karte. Das ist Island. Hier bin ich mit der Fähre angekommen. Mein Plan ist es, einmal komplett um die Insel zu fahren und das entgegen dem Uhrzeigersinn. Und mein erster Campingplatz ist hier in Barkageri. Dieser Ort gilt als die Hauptstadt der Papageitaucher in Island. Und warum das so ist, zeige ich euch jetzt. Der Vogelfelsen Hafnarholmi ist der touristische Hotspot hier im Fjord. Er liegt knapp 10 Kilometer hinter dem Ort Barkageri am Ende der Straße Nummer 94. Derzeit wird der Parkplatz ausgebaut. Demnächst zahlt man hier für das Anschauen von Papageitauchern sicher auch Eintritt. Ich habe 3 Tage lang auf eine Regenlücke gewartet, leider erfolglos. Und bei diesem Weltuntergangswetter kann man natürlich keine vernünftigen Bilder drehen. Dazu kommt, ich bin jetzt hier am Mittag und das ist in jedem Fall die falsche Tageszeit, da die Tiere alle draußen auf dem Wasser auf Nahrungssuche sind. Das hat sich jedoch noch nicht bei allen herumgesprochen. So kann man hier zur Mittagszeit zwar kaum Papageitaucher, dafür aber Touristen beobachten. Menschen, die in Löcher starren. Der Felsen wurde in den letzten Jahren zu einer Art Freilichtzoo umgebaut. Auf Holzstegen kommen sich Mensch und Tier näher. Das mag seltsam organisiert erscheinen, doch es ist eine Begegnung mit friedlichen Absichten. Und wer einmal eines der putzigen Tiere erspäht hat, wird sofort zum Fan und Botschafter. In Island landen Papageitaucher noch immer in den Küchen und auf den Tellern der Menschen. Der Tourismus sorgt für ein Umdenken. Durch das zunehmende Interesse geht die Jagd auf die Vögel seit einigen Jahren Gott sei Dank zurück. Ich habe am Tag meiner Ankunft hier im Fjord durch Zufall am späten Abend zumindest einige Bilder gedreht, bei Sonnenschein gegen 21:30 Uhr und die zeige ich euch jetzt. Ab Mitte April kommen die Vögel jedes Jahr zu Tausenden auf den Felsen, um hier zu brüten. Der Papageitaucher, der auch Puffin oder von den Isländern Lundi genannt wird, zieht hier seine Jungen auf. Ihre Hauptnahrung ist Fisch. Bei der Jagd nach Sprotten, Heringen oder Kabeljau können die Tiere über 50 Meter tief tauchen. Dabei bewegen sie sich unter Wasser mit den Flügeln schlagend voran. Papageitaucher brüten in dichten Kolonien und graben mit dem Schnabel Erdhöhlen von bis zu 3 Metern Länge. Die Tiere gelten als gefährdet. Der weltweite Bestand geht immer weiter zurück. Die Ursache dafür ist wie so häufig der Mensch. Immerhin hier am Vogelfelsen Hafnarholmi klappt das Zusammenleben von Mensch und Vogel vorbildlich. Wenn ihr Papageitaucher sehen wollt, so nah wie hier geht das nirgendwo, dann kommt am späten Abend und hofft auf gutes Wetter. Island gilt als überlaufen und manchen inzwischen als Mahnmal gegen den Massentourismus. Aber man kann hier auch das komplette Gegenteil davon erleben, interessanterweise beim Wandern. Die Gegend hier gilt als Wanderparadies und eine der Strecken stelle ich euch jetzt einmal vor.
Ich starte direkt von meinem Campingplatz. Mein Ziel ist Brunavik, eine Bucht im Nachbarfjord. Es ist ein Rundkurs mit etwa 20 Kilometern Länge. Anfangs geht es durch den Ort, dann vorbei an einem Strand. Wobei fraglich ist, inwieweit hier jemals Menschen auf Liegestühlen liegen. Als Nachteule bin ich erst 13 Uhr losgegangen. Hier in Island ist das kein Problem. Wenn die Sonne mal scheint, dann geht sie erst kurz vor Mitternacht unter und richtig dunkel wird es hier aktuell gar nicht mehr. Man läuft hier ein ganzes Stück parallel zur Asphaltstraße. Das ist aber nicht wirklich unangenehm, da es hier kaum Autoverkehr gibt. Irgendwann geht es dann in die Natur, in die Berge. Mal sehen, wie hoch. Leider habe ich nicht herausfinden können, wie diese Berge heißen. Weder auf Karten noch im Internet gab es dazu Informationen. Vermutlich sind die Gipfel namenlos. Allgemein spricht man hier von den Rhyolitbergen, benannt nach dem Material, aus dem das Gebirge besteht. Rhyolith ist ein vulkanisches Gestein, dessen Name sich aus den griechischen Wörtern für Fließen und Stein zusammensetzt. Das macht noch einmal klar, diese Berge, diese Landschaft, all das entstand durch den Ausbruch von Vulkanen. Töne von Braun, Gelb, Rosa und Rot entstanden durch Rhyolitlava, das sich mit Schwefel, Eisen und Moos verbindet. Selbst bei bedecktem Himmel sind die Farben beeindruckend. Was sofort auffällt, im Vergleich zu den Färöer beispielsweise, die Isländer kennzeichnen ihre Wanderwege. Offenbar ist Wandern hier gewollt. Das schlägt sich jedoch nicht in den Zahlen nieder. Bisher ist mir auf der Strecke kein einziger Wanderer begegnet. Dafür werde ich Zeuge eines Wunders. Ein eigentlich täglicher Vorgang, aber hier in Island kann er überraschen. Plötzlich und unangekündigt scheint die Sonne. Aus Grau wird Multicolor. Bis hierhin konnten Geländefahrzeuge folgen, doch ab jetzt ist der Weg für Autos unpassierbar. Weiter kommen nur noch Wanderer, am besten mit wasserfesten Schuhen. Was wie eine Grasfläche aussieht, ist Morast und kaum begehbar. Von überall her strömt Wasser in Trinkwasserqualität. Verdursten kann man hier nicht, aber durchaus im Schlamm versinken. Die Belohnung wartet dann am Scheitelpunkt meiner Wanderung. Ein Strand, eine Bucht, wie aus dem Bilderbuch.
Ich habe hier zum allerersten Mal das Gefühl, ich bin in Island. Vielleicht in dem Island von vor 30 oder 40 Jahren. Das Tal war naturbelassen. Es gab keine Straßen, keine Häuser, keine Touristen, noch nicht mal Handyempfang und das in Island. Und hinter mir das Nordmeer und dahinter ganz lange nichts und dann irgendwann nur noch die Arktis. Das ist schon sehr faszinierend. Wie lässt sich das noch steigern? Es ist möglich, denn der Rückweg führt nicht durch eine Welt aus Stein, sondern durch diese Graslandschaft. Und nach dem Pass erlebe ich eine perfekte Abendsonne in den Bergen des Ostlandes. Ich war von 13 Uhr bis 22 Uhr unterwegs und habe in diesen 9 Stunden keinen einzigen Wanderer gesehen. Das habe ich so noch nirgendwo auf der Welt erlebt. Im nächsten Teil geht es um die Anreise. In meinem letzten Film über die Färöerinseln habe ich zu diesem Thema ja schon sehr viel erzählt. Es ging damals um die Strecke Berlin, Dänemark und dann mit der Fähre nach Färöer. Jetzt geht es nur noch um den Rest des Weges, nämlich von den Färöerinseln hierher nach Island. Bei diesem Wetter von den Färöerinseln Abschied zu nehmen, ist mir schwer gefallen. 10 Tage lang schien die Sonne, die Insulaner sprachen von einem Wunder. Gestartet bin ich von meinem letzten Campingplatz. Wasser tanken, Sachen packen und ganz wichtig, die Verabschiedung von Elias, dem Pächter. Wie immer guckt er ernst, aber er meint es nicht so. Und dann geht es los, Richtung Hafen, zur Fähre. Radio up and the blinds pulled down. You love it when nobody's around. I wanna call out Pound Town, but you bite my lip, don't make a sound. I'll be damned if I'm leaving without you. Meine Fähre ist wieder die Norröna, die ich bereits im letzten Film vorgestellt habe. Das Ticket nach Island hatte ich schon vor Wochen gebucht. Es kostet ca. 2000 € für mein Auto mit Anhänger und eine Außenkabine. Was mich jetzt interessiert, sind die Antworten auf 2 Fragen. Auf welches Deck soll mein Fahrzeug und muss ich rückwärts fahren? Nach wie vor sind Rangieren und Rückwärtsfahren mit meinem 14 Meter langen Gespann ein Abenteuer, das ich gerne vermeide. Zu meinem Glück stehe ich ganz unten, nahe der Heckluke. Die Fähre startet pünktlich, wir fahren bei Sonnenschein und es sieht danach aus, als würde diese Überfahrt zu einem schönen Erlebnis werden. What will we
do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning. Put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober early in the morning. Es ist 9 Uhr am nächsten Morgen. Natürlich bin ich aufgeregt. Rückwärts von der Fähre zu fahren bleibt mein Albtraum. Seit der ersten Überfahrt gelte ich auf dem Schiff aber vermutlich als besonders schwerer Fall. Dementsprechend bekomme ich einen Einweiser. Er ist nicht besonders sensibel, versteht aber sein Handwerk. Bitte bedenkt, der Motorhaube folgen 14 Meter Stahl und Blech, verteilt auf 4 Achsen. Die nächste Herausforderung ist der Zoll. Die Einfuhrbestimmungen in Island sind streng. Das Maß für Alkohol und Zigaretten interessiert mich nicht, doch die erlaubte Menge von 10 Kilogramm Lebensmitteln könnte ich leicht überschreiten. Die Staatsmacht zeigt jedoch an mir kein Interesse. Endlich bin ich in Island angekommen. Und das bei frühlingshaften Temperaturen. Aber Island ist nicht umsonst das Land von Feuer und Eis, wie sich schon auf den nächsten Kilometern zeigt. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Die Fahrt über den Pass war eine Reise durch eine typisch isländische Waschküche. Inzwischen habe ich gelernt, dass es besser ist, mit meinem Gespann etwas außerhalb zu parken. Ich kopple ab, gehe in Egilsstaðir in den Supermarkt, um einzukaufen, tanke und fahre dann etwa 70 Kilometer zu meinem ersten Campingplatz. Und auf diesem Campingplatz, meinem ersten hier auf Island, stehe ich auch jetzt noch, also nach 14 Tagen. Und da das ja ein Film auch für Camper ist, stelle ich euch jetzt diesen Platz einmal vor. Fangen wir mit dem Übernatürlichen an. Der Campingplatz grenzt direkt an den Alfaborg, einen Hügel, der als Wohnsitz einer Elfenkönigin samt Hofstaat gilt. Von hier oben hat man einen wunderbaren Blick auf den Campingplatz. Da der Ort nicht an der Ringstraße liegt, stand ich hier tagsüber manchmal allein, abends jedoch füllt sich der Platz. Die meisten Gäste bleiben nur eine Nacht. Der Service, den der Platz bietet, ist dafür absolut ausreichend. Es gibt WCs und eine Dusche, aber keine Waschmaschine. Dafür einen netten Aufenthaltsraum für Regentage und eine Küche, die an den Abenden auch rege genutzt wird. Das WLAN ist schnell und stabil, hat jedoch nur eine geringe Reichweite. Eine Übernachtung mit Stromanschluss kostet auf diesem Platz etwa 25 €.
Die Weitläufigkeit ist angenehm, aber sollten hier jemals wirklich viele Fahrzeuge stehen, wird die geringe Zahl der Duschen und Stromanschlüsse zum Problem. Bei geringer Auslastung kann ich den Platz jedoch bedenkenlos empfehlen. Das war mein erster Film aus Island. Ihr habt in diesem Video sehr viele Sonnenbilder gesehen. Das liegt einfach daran, dass ich bei gutem Wetter die Kamera auspacke und drehe. Zur Wetterwahrheit gehört auch, dass an den 14 Tagen, die ich hier war, die Sonne vielleicht an 3 Tagen geschienen hat. An den anderen Tagen war es bedeckt. Es hat sehr häufig geregnet, teilweise ganztägig. Wir haben tagsüber etwa 6 bis 8 Grad, nachts sind es 2 Grad und für die nahe Zukunft ist sogar Schneefall angesagt. Also ein typischer Juni-Anfang hier auf Island. Um die Moderation aufzuzeichnen, bin ich heute 4-mal auf diesen Berg gestiegen. 3-mal musste ich unterbrechen, weil ein Regengebiet durchgezogen ist. Angesagt war gutes Wetter. Es ist jetzt übrigens 23:22 Uhr. Noch eine Anmerkung zum Filmanfang, zu meinem langen Sinnsuche-Monolog. Ich bin keiner, der die Antworten kennt, ich bin ein Suchender. Und wenn ihr neugierig seid und mich bei meiner Suche begleiten wollt, freue ich mich über euer Interesse. Dann schaltet in 14 Tagen wieder diesen Kanal ein. Jetzt ist mir furchtbar kalt, mir friert das Gehirn ein, ich stehe hier oben seit 3 Stunden. Ich sage gute Nacht, bleibt gesund, tschüss, adios. Mir fällt nichts mehr ein.